Es ist schwer für mich in Worte zu fassen, was ich von dem Resident Evil 4 Remake halte, denn egal was ich mache, viele werden denken, es sei ein schlechtes Remake oder sogar ein schlechtes Spiel, wegen dem, was ich sagen werde. Denn ich habe einiges Negatives zu sagen bezüglich des Spiels, aber auch nur, weil Resident Evil 4 eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Ich jede Version bis ins Unendliche verschlungen habe und dadurch Sachen bemerke, die wahrscheinlich 99% der Spieler total egal sind. Daher schreiben wir das Review mal umgekehrt. Das Remake von Resident Evil 4 ist womöglich das beste Remake der Reihe bisher und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Komplett gleich, ob man jemals zuvor ein Resident Evil Spiel gespielt hat, dieses Spiel ist, wie damals schon das Original, ein perfekter Einstiegspunkt, da es auch als komplett eigenes Spiel für sich stehen kann. Resident Evil 4 bekommt meine vollste Kaufempfehlung für alle, die Videospiele mögen, denn ich empfinde es als unmöglich, dass irgendwer nicht Spaß mit diesem Spiel haben könnte. So, behaltet das bitte im Kopf, wenn wir dann zu meinem Nitpicking kommen. Wer übrigens wissen möchte, was Resident Evil 4 so an sich überhaupt ist, guckt am besten mein Pfaff-Spiele-Video darüber an. Dort bekommt man eine gute Übersicht. Dieses Review setzt voraus, dass man das originale Resident Evil 4 in irgendeiner Form schon mal ein wenig gesehen hat, damit ich nicht erklären muss, was es überhaupt für ein Spiel ist oder um was es geht, weil dann würden wir hier ewig hocken. Die Sache, die einen direkt auffällt: Dieses Remake wurde eindeutig gemacht für Leute, die das Original 50 Mal und mehr durchgespielt haben. Einerseits sind Sachen 1:1 wie im Original, dann auch mal leicht abgeändert und teilweise spielt das Spiel einfach mit den Erwartungen und ändert Dinge komplett. Es ist dadurch unterhaltsam für Neulinge und Veteranen und das macht es so besonders. Anders als beim Remake des zweiten und dritten Teils, wo man die ganze Steuerung geändert hat, ist Resident Evil 4 im Original ja bereits ein Over-the-Shoulder-Shooter gewesen und man hätte es sich daher einfach machen können. Stattdessen wurde jedes Element und jeder Bereich im Spiel analysiert und geprüft, ob man das irgendwie besser machen könnte oder es sogar besser wäre, wenn man es komplett entfernt. Das Resultat ist ein Remix des Originals, das Orte rausschneidet, neu hinzufügt und dabei alles neu anreiht, wodurch das Komplettpaket weitaus fließender ineinander übergeht und viel seltener mal einen Stopp einlegt als noch in der 2005er Version. Alle Orte, die entfernt wurden, sind auch immer Orte gewesen, die ich persönlich selbst als nervig und anstrengend empfunden hatte. Orte, die überarbeitet wurden, machen den Ort meistens besser und alle neuen Orte ergeben Sinn und sorgen dafür, dass die Welt jetzt nahtlos ineinander übergeht. Die RE-Engine ist auf große Level ausgelegt, die nahtlos ineinander gehen und dies wurde genutzt, damit die Welt jetzt wirklich zusammenhängt, komplett ohne Ladebildschirme. Dadurch kann man jederzeit zu vorherigen Orten zurückkehren und Sachen erledigen, die vorher nicht möglich waren. Heißt aber nicht, dass es jetzt exzessives Backtracking gibt, zumindest nicht wirklich. Zum Beispiel kommt man im Verlauf der Story nun über mehrere Wege immer mal wieder am Dorf an und besucht es halt ein paar Mal. Man rennt aber dabei nie denselben Pfad stumpf zurück, wodurch der Flow nie unterbrochen wird. Ich denke aber, das größte Upgrade hat die Story erhalten. Resident Evil 4's Entwicklung war die Hölle und das Spiel wurde mindestens 4-mal komplett neu entwickelt, wodurch viele Storyfetzen mit jeder Iteration neu aufgebaut wurden und die letztendliche Geschichte zwar irgendwo funktionierte, aber teilweise stümperhaft zusammengehalten wurde, wodurch zwar ein charmantes B-Movie-Feeling aufkam, aber keine kompetente Geschichte. Die Story vom Remake im Vergleich ist interessant geschrieben, super spannend und gut nachvollziehbar. Ashley ist jetzt endlich ein Charakter, mit dem man eine emotionale Bindung aufbauen kann, statt einfach nur das Mädchen zu sein. Louis hat endlich mehr Bedeutung in der Story und man muss sich nicht alles über externe Wikis zusammenreimen, um zu begreifen, wer er nun wirklich ist und was seine Motivationen sind. Der Director und Erfinder der Spielreihe, Shinji Mikami, sagte selbst, dass er hofft, dass das Remake die Story besser erzählen wird und ich denke, genau das haben sie geschafft. Im Original waren die Dialoge oft so bizarr, dass sie witzig waren, die Story an sich aber komplett dämlich. Hier ist die Story endlich ein positiver Teil des Spiels geworden und genau das habe ich mir erhofft. Und ja, Leon macht auch noch sehr häufig dümmliche Sprüche. Sogar andere Figuren machen jetzt dümmliche Sprüche. Die dümmlichen Sprüche aus dem Original sind nicht weg, die Story wurde aber an sich hart überarbeitet, was hervorragend ist. Nur eine Sache nervt mich persönlich. Als Resident Evil 4 damals angeteased wurde, wurde überall immer ständig erwähnt, dass Resident Evil 4 keine Zombies mehr hat, wodurch Fans in diversen Foren wirklich wütend wurden und durchdrehten. Ein Resident Evil Spiel ohne Zombies? Warum töten sie die Spielreihe so hart? Im Original, wenn man den ersten Bewohner trifft und umbringt, kann man die Leiche untersuchen und der Text "Es ist kein Zombie" erscheint, weil dies das Gimmick des Spiels war, das komplette Marketing. Erst weiter später im Spiel hat man herausgefunden, dass es dennoch keine normalen Menschen sind. Ja, im Remake ist es innerhalb der ersten 10 Minuten des Gameplays klar, dass es keine normalen Menschen sein können. Das Geheimnis wird also direkt im Keim erstickt, was ich schade finde. Das mochte ich am Original, dass diese Offenbarung etwas hin war. Aber wo wir vom Anfang sprechen, merkt man hier direkt das kompetentere Storywriting. Im Original geht Leon in ein fremdes Haus, trifft den Bewohner des Hauses, labert dem Bewohner auf Englisch zu. Der sagt dann auf Spanisch, er solle verschwinden und wo er das nicht tut, verteilt der Bewohner eben sein Haus. Leon fordert ihn dann auf Englisch auf, er solle stehen bleiben und da er nicht stehen bleibt,
ermordet Leon ihn kaltblütig. Er bricht in ein Haus ein, überrumpelt den Bewohner mit einer Sprache, die der nicht versteht, und dann knallt er einen Mann ab, der eine Axt in der Hand hält. Ja, im Remake versucht Leon auf Spanisch mit dem Bewohner zu kommunizieren, indem er nach dem vermissten Polizisten fragt, woraufhin er ignoriert wird und sobald Leon die Polizeimarke auf dem Boden entdeckt, wird er angegriffen, wo er sich dann aus Notwehr verteidigt. Weitaus besser und zeigt einfach, was besseres Storywriting bedeutet. Szenen und Charaktere mehr Kontext geben. Kommen wir jetzt zum Part, der weitaus schlechter als im Original ist. Die Steuerung und allgemein das Gameplay. Resident Evil 4 hatte eine besondere Steuerung. Es war damals die normale Tanksteuerung aus den vorherigen Teilen, nur ist die Kamera nun über der Schulter des Charakters gewesen. Ansonsten war alles gleich. Leon konnte instant in voller Geschwindigkeit rennen, er konnte super schnell Waffen wechseln und hat alles punktgenau getroffen, was mit seinem Laserpointer markiert wurde. Und ebenso wie in allen Resis zuvor konnte er sich nicht bewegen, während er zielt. Alle Systeme ins Spiel waren darauf ausgelegt. Gegner ausweichen war teilweise so einfach wie ein wenig rückwärts zu laufen, bis die angreifen, um dann in den Zielmodus zu wechseln und sie dann nach und nach abzuknallen. Auch konnte man die Gegner zum Taumeln bringen, indem man auf den Kopf oder die Beine zielt, wodurch sie per Zufall ganz bestimmte Animationen abspielen, die signalisieren, jetzt kann man einen Nahkampfangriff ausführen, was so ziemlich immer die beste Option in jeder Situation war. In anderen Worten, es gab super viele Sachen, die man lernen musste, aber die Steuerung hatte perfekt funktioniert, wenn man sich einfach mal drauf eingelassen hatte. Die KI war dabei wirklich clever. Sie suchte sich intelligent eigene Pfade, um den Spieler zu erreichen, und als Spieler konnte man mit genug Erfahrung immer voraussagen, wann die Gegner wo sein werden. Ebenso war die KI fair. Wenn man zum Beispiel einen Nahkampfangriff ausgeführt hatte, war man in der Zeit komplett unverwundbar und die KI ging in Slow-Motion-Modus über. Bedeutet, sie hatte kurz alles gestoppt und fing auch erst kurz nach dem Nahkampfangriff wieder an, richtig zu laufen. Die ganzen Systeme erzeugten einen bis heute unerreichten Flow im Kampfsystem, den das Remake eigentlich verloren hat. Womöglich mit Absicht. Nach 30 Stunden bin ich mir da immer noch nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass der Veteranenschwierigkeitsmodus so wirkt, als hätte er zu wenig Playtesting bekommen. Oder ich habe etwas enorm Wichtiges übersehen. Zuerst ja gesagt, dass die Gegner nicht nur mehr sind, sondern jetzt auch sehr viel aggressiver sind. Als Ausgleich dafür, dass man jetzt zum Beispiel beim Zielen laufen kann. Sie sind so aggressiv, dass ihre Wut sie anscheinend hinter den Spieler teleportieren lassen. Ernsthaft, ständig waren Gegner an Orten, wo vor kurzem noch keiner war in den Verfolgungsmomenten. Tatsächlich habe ich diese Ungewissheit nicht mehr ausgehalten und als ich diese Zeilen des Reviews schrieb, ein paar Mods installiert, um das Ganze zu checken. Und ja, die Gegner cheaten eindeutig. Sobald Leon sich von ihnen wegdreht oder er zum Beispiel hinter Häusern verschwindet, gehen die Gegner in Overdrive-Modus und versuchen zu flankieren oder ihm hinterherzukommen, indem sie sich halt super schnell bewegen. Selbst wenn man der KI sagt, dass sie sich nur 1/10 so schnell bewegen soll als gewöhnlich, sieht man, wie sie sich dagegen wehrt und hin und wieder super schnelle Schritte macht. Also ja, die KI ist funky und das merkt man spätestens, wenn man auf Veteran spielt und das zweite Mal gegen eine Horde kämpfen muss, direkt nachdem man den Merchant das erste Mal getroffen hatte. 4 Genados werfen permanent aus irgendwelchen Löchern punktgenau Dynamitstangen, während andere irgendwie immer genau da sind, wo man gerade hin möchte, in einer extremen Überzahl. Ich bin um die 6-mal dort gestorben, bis der dynamische Schwierigkeitsgrad kaum noch Gegner spawnen ließ. Ich weiß bis heute nicht, was ich wirklich falsch mache. Hinzu kommt, dass die Muscle Memory aus dem Original eher kontraproduktiv ist. Im Original war der Nahkampfangriff so ziemlich der beste Angriff im ganzen Spiel und sobald man ihn ausführen konnte, sollte man ihn ausführen, da er viele Gegner im Umkreis traf und man selbst ja komplett unverwundbar für die Zeit des Angriffs war. Ja, jetzt nutzt der Gegner die Zeit, um einen Mobbingkreis zu bilden, während man in der Animation des Nahkampfangriffes gefangen ist. Und dieser Mobbingkreis ist super effektiv, weil es auch viel schwieriger ist, Figuren jetzt wegzuschieben als noch im Original. Ich habe 18 Stunden gebraucht, um das Spiel auf Veteran durchzuspielen und immer wieder gab es Situationen, wo ich gestorben bin, wo das Original einfach fairer und besser war. Gegner können einen zum Beispiel in eine Deadlock-Situation bringen, in der sie nacheinander ihre Angriffe ausführen, wodurch man von 100% Leben zu Game Over in Sekunden geraten kann. Das war im Original niemals der Fall. Ich denke, dass die ganze Meta, wie man am effektivsten Gegner bekämpft, sehr anders ist und die Muscle Memory deswegen eher problematisch ist. Anscheinend ist das Blocken mit dem Messer so ziemlich der Move im Spiel, den man ständig nutzen soll, während man ansonsten gut auf Distanz bleibt. Wo es im Original eher der Fall war, dass mitten in der Gegnermasse zu sein, wegen den Nahkampfangriffen häufig der beste Weg war. So oder so machte das Original in der Hinsicht einfach mehr Spaß. Es ist fairer, cleverer, mehr gepolished, hat wirklich tiefgreifende Mechaniken. Man merkt, dass das Remake auf den Character Controller von dem zweiten und dritten Remake aufbaut und man Resident Evil 4 drumherum bastelte. Was okay ist, aber sie haben einfach nicht die Magie einfangen können, die das Original hatte. Was verständlich ist, weil das Original ja auch deswegen heute noch so beliebt und spielbar ist.
denke, das ist an sich ein wichtiger Punkt. Durch diese massiven Unterschiede wurde das Original nicht obsolet. Im Gegenteil, wir haben jetzt zwei hervorragende Versionen von Resident Evil 4, beide mit ihren positiven und negativen Punkten. Ich bin gespannt, ob ich mit meinem Nitpicking nicht alleine bin und eine Mod irgendwann erscheint, der das Waffen- und Gegnerverhalten ein wenig mehr wie im Original macht. Was möglich wäre, das Spiel hat sogar ein Item, was eine Art Augenzwinkern ist für alle, die zum Beispiel das direkte Zielen vermissen. Ansonsten sind die Bosse ziemlich Hit und Miss. Grundsätzlich sind die Bosse, die fast 1:1 wie früher sind, echt gut. Würde gar sagen, wiederkehrende Bosse sind alle besser als im Original. Aber sobald man etwas Neues versucht, wie gesagt, dies ist aus der Sicht des Veteranenschwierigkeitsgrades. Diese ganzen Probleme scheinen im Standardmodus nicht so schlimm zu sein. Zumindest habe ich den Modus nun auch viel gespielt und das war im Vergleich echt machbar. Aber ja, vor allem ein Boss, der einfach komplett frei durch einen riesigen Raum sich bewegen kann, man ihn aber eigentlich immer angucken müsste, um rechtzeitig Attacken ausweichen zu können, war ein absoluter Krampf. Die Idee war hervorragend, aber da er immer schneller wird und man theoretisch die Kamera so drehen muss, dass man nicht mehr sieht, wohin man läuft, damit man den Boss im Auge behalten kann, ist so unsagbar anstrengend und nervtötend. Glücklicherweise sind die Insta-Tod-Momente weitaus seltener als noch im Original. Sie sind so ziemlich verschwunden mitsamt den ganzen Quicktime-Events, wo Insta-Tod normal war, wenn man mal in der Zwischensequenz kurz nicht aufgepasst hatte. Umso nerviger, wenn es jetzt doch mal solche Situationen gibt und man absolut nichts dagegen tun kann, jetzt von einer Insta-Tod-Falle erwischt zu werden. Aber ist das alles wichtig, wenn das Gesamtpaket so gut ist? Ich denke nicht. Ich würde jedem empfehlen, erst den Standardmodus zu spielen und dann auf Veteran zu wechseln. Egal wie häufig man vorher das Original durchgespielt hat. Wirklich, vertraut mir in der Hinsicht. Das Know-how, was man dann dort sammelt, wird super wichtig sein, damit man im Veteranenmodus nicht wahnsinnig wird. So oder so ist die größte Enttäuschung, dass es wieder keinen Mercenaries-Modus gibt. Er wird am 7. April nachgepatcht. Das ist gut. Aber für hier und jetzt ist es super unbefriedigend, das Spiel durchgespielt zu haben und nicht Mercenaries freizuschalten. Ich hoffe dass dieser Patch den Modus nicht einfach so ins Menü packt, der sollte weiterhin ein Bonus bleiben. Und ebenso hoffe ich, dass der Mercenaries-Modus so wird, wie er in Resi 4 nun mal war. Denn wenn er in den letzten Spielen vorkam, dann war es immer eine abgestumpfte, langweilige Version davon. Für Resident Evil 4 ist dieser Modus sogar extra wichtig, weil er die mögliche Spielzeit einfach verdreifacht. Der Modus war fordernd, hatte eigene Sachen zum Freispielen und war perfekt, um jeden Kniff im Gameplay herauszufinden. Denn doof gesagt ist es einfach nur ein Endlosmodus, wo man gegen die Zeit so viele Gegner wie möglich umbringen muss. Aber es gibt halt Möglichkeiten, um die Zeit zu erweitern. Es ist halt wirklich ein sehr, sehr klassisches, arcadiges Spiel gewesen. Und es machte unendlich süchtig. Häufig hatte ich Resident Evil 4 nur gestartet, um dieses Spiel zu spielen und dann eine Highscore-Jagd gegen Freunde zu veranstalten. So ein typisches Minispiel, was teilweise die Show des Hauptspiels einfach gestohlen hat. Aber ja, das war jetzt viel Gelaber, was wohl nur Fans des Originals wirklich nachempfinden können. Alle Änderungen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, darf man selbst herausfinden, denn darin liegt am Ende der Spaß, alles selbst zu erleben und nicht, dass irgendein Typ aus dem Internet alles vorkaut. Und alles andere ist auch offensichtlich, wenn man die vorherigen Remakes und Teile kennt. Es sieht hervorragend aus, es klingt hervorragend, halt ein modernes Resident Evil Spiel. Für alle Steam Deck-Nutzer sei noch gesagt, dass das Spiel ganz okay auf dem Deck läuft. Mit FSR 1 auf ausgeglichen geschaltet ist das Bild zwar sehr weich, aber wohl der einzige Weg, ohne Mods auf konstante 30 bzw. 40 Bilder pro Sekunde zu kommen. Da ich das Spiel auf dem PC gespielt habe, sei gesagt, dass weder Raytracing noch die Haarsträhnenfunktion es wert sind, aktiviert zu werden. Beides zusammen kann ein Verlust von 10 bis 20 Bildern pro Sekunde sein und sind es einfach nicht wert. Habe lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass dies der Grund war für meine Probleme. Okay, das waren alle wichtigen Punkte, die ich nennen wollte. Ein hervorragendes Spiel, das mit dem Mercenaries Patch noch besser werden könnte. Vielleicht veröffentliche ich dazu einfach dann mal mein erstes YouTube Short Video, damit ihr wisst, wie der Modus dann so geworden ist. Und wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss den höchsten Schwierigkeitsgrad weiter probieren, mit einigen Tränen in den Augen.